Die Erben des Wohlstands. Die inspirierende Reise. Von Robert zu einem Reich des Wandels. In der beschaulichen Stadt Greenville lebte der 14-jährige Robert. Er war ein neugieriger Junge mit großen Träumen, aber er wusste nicht recht, wie er seine Ambitionen verwirklichen sollte. Eines Tages änderte sich alles, als er bei einem Wohltätigkeitsball zufällig auf einen eleganten Mann namens Mr. Harrington traf. Mr. Harrington war eine imposante Erscheinung mit einem freundlichen Lächeln, der in der Geschäftswelt einen legendären Ruf genoss. Nach ihrem ersten Treffen führte Mr. Harrington Robert in seine riesige Bibliothek ein, in der Bücher über Wirtschaft, Investitionen und Unternehmertum regierten. Hier begann Roberts erstaunliche Reise in die Welt des Geldverdienens. Mr. Harrington teilte seine Erfahrungen, Weisheiten und die Geheimnisse hinter seinen Erfolgen mit Robert. Die Unterhaltungen zwischen den beiden wurden zu regelmäßigen Ereignissen, in denen Robert gierig nach jedem Wort und jeder Lektion von Mr. Harrington suchte. Inspiriert von den Geschichten und Erkenntnissen, die er von Mr. Harrington gelernt hatte, beschloss Robert, seine ersten Schritte in die Welt des Unternehmertums zu wagen. Mit der Unterstützung von Mr. Harrington eröffnete er einen kleinen Onlinehandel, in dem er handgefertigte Kunstwerke von lokalen Künstlern verkaufte. Doch der Anfang war nicht einfach. Roberts Geschäft stolperte über unerwartete Hürden und anfängliche Misserfolge. Mr. Harrington wusste jedoch, wie wichtig es war, aus Fehlern zu lernen und sich von Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen. Er half Robert, seine Geschäftsstrategien zu überdenken und zu verbessern. Robert verstand bald, dass Misserfolge nicht das Ende bedeuteten, sondern Chancen waren, sich weiterzuentwickeln. Mit der Zeit wuchs sein Geschäft, und er begann, Gewinne zu sehen. Immer mutiger geworden, begann Robert, in verschiedene Branchen zu investieren. Mit Hilfe von Mr. Harrington erweiterte er seine Geschäftsaktivitäten und gründete Partnerschaften mit anderen aufstrebenden Unternehmern. Robert lernte, wie man Chancen erkennt und in vielversprechende Projekte investiert. Doch dabei vergaß er nie die wichtigen Lektionen über Integrität und Verantwortung. Mit seinem wachsenden Reichtum kamen auch Verlockungen. Luxuriöse Autos, teure Uhren und exklusive Veranstaltungen lockten. Doch Mr. Harrington erinnerte Robert daran, dass echter Reichtum nicht im Materiellen lag, sondern in der Weisheit, die er erworben hatte, und in der Verantwortung, die er für die Gesellschaft trug. Roberts Blick auf den Erfolg verschob sich von Selbstzufriedenheit zu einem Streben nach einem erfüllten Leben. Robert erreichte nicht nur finanziellen Erfolg, sondern auch Anerkennung für sein Engagement in sozialen Projekten. Er begann, Vorträge zu halten und Workshops anzubieten, in denen er seine Erfahrungen und die Weisheiten von Mr. Harrington teilte. Seine Worte inspirierten junge Unternehmer dazu, nicht nur nach Profit zu streben, sondern auch nach einem positiven Einfluss auf die Welt. Als Mr. Harrington eines Tages verstarb, hinterließ er Robert nicht nur sein Vermögen, sondern auch eine wichtige Botschaft. Er betonte, dass Geld nur ein Mittel sei, um Dinge zu erreichen, aber wahre Größe in den Werten liege, die man lebe. Robert erkannte, dass er nicht nur ein Vermögen geerbt hatte, sondern auch die Verantwortung, die Werte von Integrität, Großzügigkeit und Demut weiterzugeben. Im Laufe der Jahre führte Robert ein erfülltes Leben, das auf seinen persönlichen Werten aufgebaut war. Seine Geschäfte wuchsen weiter, aber er vergaß nie, die Bedeutung von Familie, Freundschaft und Gemeinschaft zu schätzen. Er engagierte sich weiterhin in sozialen Projekten und half anderen, ihre Potenziale zu entfalten.
Obwohl Robert eines Tages selbst verstarb, lebte sein Vermächtnis weiter. Seine Geschichte wurde von Generation zu Generation weitergegeben, und seine Weisheiten wurden in Schulen und Universitäten gelehrt. Die Menschen erinnerten sich an die Geschichte von Robert und Mr. Harrington als Beweis dafür, dass Bildung, Entschlossenheit und positive Werte die Grundlagen für ein erfülltes und erfolgreiches Leben bildeten. Nach Roberts Tod übernahm sein ältester Sohn, Daniel, das Erbe seines Vaters. Daniel hatte die Werte und Lektionen seines Vaters von Kindheit an verinnerlicht und trug nun die Verantwortung, das Vermächtnis fortzuführen. Er führte nicht nur die Geschäfte seines Vaters erfolgreich weiter, sondern setzte auch neue Maßstäbe in Sachen soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit. Daniel war nicht allein in seinem Streben nach einem erfüllten Leben und einem positiven Einfluss auf die Gesellschaft. Gemeinsam mit anderen inspirierten Unternehmern und Führungskräften gründete er eine internationale Bewegung. Diese Bewegung unterstützte nicht nur wirtschaftliche Erfolge, sondern betonte auch die Bedeutung von Bildung, Umweltschutz und sozialem Engagement. Das Vermächtnis von Robert und Daniel lebte nicht nur in der Wirtschaftswelt fort, sondern prägte auch das Bildungssystem. Schulen und Universitäten integrierten die Lektionen über Geldmanagement, unternehmerisches Denken und ethisches Handeln in ihre Lehrpläne. Die Geschichte der Familie wurde als Quelle der Inspiration für junge Menschen auf der ganzen Welt betrachtet. Die Bewegung, die von Daniel und seinen Mitstreitern ins Leben gerufen wurde, führte zu echten Veränderungen in der Welt. Gemeinsam starteten sie Initiativen zur Armutsbekämpfung, förderten Bildungsprogramme in benachteiligten Regionen und setzten sich für den Umweltschutz ein. Die Werte von Integrität, Gemeinschaft und Großzügigkeit waren der Leitfaden für all ihre Bemühungen. Im Laufe der Jahre blickte die Welt zurück auf die Geschichte von Robert und seiner Familie. Die Menschen erkannten, dass wahre Größe nicht durch Reichtum allein definiert wurde, sondern durch die Art und Weise, wie man sein Leben nutzte, um anderen zu dienen. Robert und seine Nachkommen hatten gezeigt, dass Geld ein Werkzeug sein konnte, um Gutes in der Welt zu bewirken. Durch die inspirierenden Geschichten der Familie von Generation zu Generation begann sich die Einstellung zur Bedeutung von Reichtum zu verändern. Die Gesellschaft erkannte, dass wahre Erfüllung und Wohlstand aus einem ausgewogenen Leben kamen, das finanzielle Stabilität, zwischenmenschliche Beziehungen und persönliches Wachstum einschloss. Die Bewegung, die einst von Robert und Daniel gestartet wurde, wuchs zu einer globalen Kraft heran. Neue Generationen von Unternehmern, Führungskräften und Bürgern ließen sich von ihrer Geschichte inspirieren und setzten sich für eine gerechtere, nachhaltigere und mitfühlendere Welt ein. Die Familie hatte einen Funken entfacht, der sich zu einem flammenden Feuer entwickelte. Die Geschichte von Robert und seiner Familie erinnerte die Welt daran, dass Erfolg mehr war als nur Reichtum und Macht. Es ging um die Kraft, Veränderungen zu bewirken, Menschen zu inspirieren und ein Vermächtnis der Positivität zu hinterlassen. Sie zeigten, dass jeder die Möglichkeit hatte, seinen eigenen Weg zu wählen, sein eigenes Leben zu gestalten und dabei die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und so lebte die Geschichte von Robert und seiner Familie in den Herzen und Köpfen der Menschen weiter, als eine ermutigende Erinnerung daran, dass der Weg zum Wohlstand und Erfolg nicht nur durch materiellen Besitz, sondern durch Wissen, Weisheit und Großzügigkeit gepflastert war. Mit den Jahren verging die Zeit, und die Geschichte von Robert und seiner Familie wurde zu einer Legende. In den ruhigen Momenten des Lebens erinnerten sich die Menschen an die inspirierenden Worte und Taten dieser außergewöhnlichen Familie.
Die Botschaft, dass Reichtum nicht nur in materiellen Besitztümern lag, sondern auch in den Werten, die man lebte, blieb lebendig. Die Geschichte von Robert wurde von Eltern an ihre Kinder weitergegeben, wie eine kostbare Schatzkiste voller Weisheiten. Die jungen Generationen hörten fasziniert zu, wenn die älteren Mitglieder der Gemeinschaft von der Reise eines Jungen namens Robert erzählten, der vom Träumen zum Handeln überging und dabei eine Spur des Positiven hinterließ. Die Bildungsinitiativen, die Robert und seine Familie unterstützt hatten, blühten auf. Schulen und Universitäten boten Programme an, die den Schülern nicht nur wirtschaftliche Fähigkeiten vermittelten, sondern auch ethische Prinzipien und soziale Verantwortung betonten. Das Bildungssystem begann, den ganzheitlichen Ansatz zu übernehmen, den Robert vorgelebt hatte. Die Geschäftswelt begann sich ebenfalls zu verändern. Unternehmen sahen sich nicht mehr nur als Geldmaschinen, sondern als Teil einer größeren Gemeinschaft. Soziale und umweltfreundliche Unternehmenspraktiken wurden zur Norm, und der Fokus auf langfristige Nachhaltigkeit wurde immer wichtiger. Die Geschichte von Robert inspirierte Führungskräfte, ihre Unternehmen mit einem breiteren Blickwinkel zu führen. Greenville, die Stadt, in der alles begonnen hatte, wurde zu einem Ort der Inspiration und des Lernens. Hier entstand das Robert Harrington Zentrum, eine Einrichtung, die junge Menschen zusammenbrachte, um Wissen, Ideen und Visionen auszutauschen. Das Zentrum wurde zu einem Symbol für die Werte und das Erbe von Robert und seiner Familie. Als Roberts Lebenszeit zu Ende ging, wurde seine Beerdigung zu einem Ereignis von bedeutsamer Tiefe. Menschen aus aller Welt kamen zusammen, um Abschied zu nehmen und seine Geschichte zu ehren. Während seiner letzten Tage hatte Robert einen Brief verfasst, der für alle anwesend war. In diesem Brief ermutigte er die Menschen, weiterhin nach Bedeutung und Sinn zu suchen und niemals aufzuhören, Gutes zu tun. Obwohl Robert nicht mehr physisch anwesend war, lebte sein Vermächtnis in den Herzen und Taten der Menschen fort. Die Geschichte von Robert und seiner Familie wurde in Büchern, Filmen und Kunstwerken verewigt. Jeder, der die Geschichte hörte, wurde von der Vorstellung inspiriert, dass ein einziger Mensch mit einer Vision die Welt verändern konnte. Im Laufe der Zeit verbreiteten sich die Ideen und Werte, die Robert gelebt hatte, über die Grenzen von Greenville hinaus. Die Bewegung, die einst von einem Treffen zwischen einem Jungen namens Robert und einem reichen Mann namens Mr. Harrington begonnen hatte, wuchs zu einer weltweiten Bewegung des Wandels heran. Die Bewegung förderte die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Kulturen, Nationen und Gemeinschaften. Menschen erkannten, dass sie durch das Teilen von Wissen, Ressourcen und Ideen gemeinsam eine positivere Zukunft gestalten konnten. Die Geschichte von Robert diente als Verbindungspunkt, der Menschen aus allen Lebensbereichen zusammenführte. In den folgenden Jahrzehnten entstanden zahlreiche Projekte und Initiativen, die von Roberts Vision inspiriert waren. Bildungsprogramme erreichten entlegene Regionen, um auch benachteiligten Kindern die Chance auf ein besseres Leben zu geben. Umweltinitiativen halfen dabei, die natürliche Welt zu schützen, und soziale Projekte strebten nach Gerechtigkeit und Gleichheit. Die Wirtschaft wurde von ethischen Prinzipien geleitet. Unternehmen betrachteten ihren Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt als Essenziel. Wohlstand und Gewinn gingen Hand in Hand mit sozialem Wohl und nachhaltiger Entwicklung. Die Geschichte von Robert diente als ständige Erinnerung daran, dass die Geschäftswelt eine Quelle des Guten sein konnte. Die Ideale, die Robert und seine Familie verkörperten, beeinflussten nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Politik.
Nationen arbeiteten vermehrt zusammen, um globale Herausforderungen anzugehen. Ein neues Zeitalter des Friedens und der Zusammenarbeit begann, in dem der Fokus darauf lag, die Welt für kommende Generationen zu erhalten. Jahrzehnte später kehrten Menschen aus aller Welt nach Greenville zurück, um das Erbe von Robert und seiner Familie zu feiern. Die Stadt war zu einem pulsierenden Zentrum des Lernens, der Kreativität und des Wandels geworden. Das Robert Harrington Zentrum war der Mittelpunkt, an dem Menschen aller Altersgruppen Ideen austauschten und gemeinsam an einer besseren Zukunft arbeiteten. Greenville errichtete ein Denkmal für Robert und seine Familie, das nicht nur ihre Geschichte erzählte, sondern auch in die Sterne hinausstrahlte. Ein riesiges Kunstwerk aus Lichtern und Projektionen zeigte die Reise von Robert, von seinen bescheidenen Anfängen bis zur globalen Bewegung, die er inspiriert hatte. Die Lichter erinnerten die Menschen daran, dass die Kraft des Einzelnen die Macht hatte, die Welt zu verändern. Und so endet die Geschichte von Robert, einem Jungen, der von einem reichen Mann namens Mr. Harrington die Kunst des Geldverdienens und des Wohlstandes erlernte. Aber seine Geschichte ist weit mehr als nur eine Abfolge von Ereignissen. Sie ist eine Erinnerung daran, dass der Wert eines Lebens nicht nur in seinem materiellen Erfolg liegt, sondern in den Prinzipien, die es geleitet haben. Die Ideen und Werte, die Robert und seine Familie verkörperten, lebten weiter. Generationen wurden von ihrer Geschichte inspiriert und verfolgten einen Weg des sinnvollen Handelns. Diese Ideen blieben ein konstantes Leuchtfeuer in einer Welt, die sich immer wieder den Herausforderungen der Zeit stellen musste. Die Menschen blickten auf die Geschichte von Robert und seiner Familie zurück, nicht nur als eine Chronik vergangener Ereignisse, sondern als eine Quelle der Motivation und Weisheit. Die Botschaft, dass persönlicher Erfolg mit sozialer Verantwortung einhergeht, war in den Herzen der Menschen verankert. Die Bewegung des Wandels und des Engagements wuchs über die Jahre hinweg. Neue Führungspersönlichkeiten traten auf den Plan, von denen viele von Roberts Geschichte inspiriert wurden. Die Welt veränderte sich weiter, getragen von der Hoffnung und dem Glauben daran, dass jeder Einzelne einen Unterschied machen konnte. Die Inspiration, die von Robert ausging, erreichte alle Kontinente und erreichte Menschen aus verschiedenen Kulturen und Hintergründen. Gemeinsam bildeten sie eine Welle des Wandels, die die Welt auf eine positive Reise führte. Projekte zur Armutsbekämpfung, Umweltschutzmaßnahmen und Bildungsinitiativen wurden in Angriff genommen. Die Vision, die einst von Robert getragen wurde, entfaltete sich in den vielen kleinen Taten, die von Menschen auf der ganzen Welt unternommen wurden. Von der Unterstützung lokaler Gemeinschaften bis hin zu globalen Partnerschaften reichte die Reichweite der Veränderungen, die durch Roberts Vermächtnis inspiriert wurden. Jahrzehnte nachdem Robert und Mr. Harrington sich das erste Mal begegnet waren, kehrten die Menschen nach Greenville zurück, um das Jubiläum ihrer Begegnung zu feiern. Die Stadt hatte sich in einen Ort des Fortschritts und der Zusammenarbeit verwandelt, in dem Menschen aus aller Welt zusammenkamen, um das Erbe von Robert zu ehren. Greenville wurde zu einem Ort des Lernens, des Dialogs und der kreativen Lösungsfindung. Hier trafen sich Menschen, um Ideen auszutauschen und gemeinsam an der Gestaltung einer besseren Zukunft zu arbeiten. Das Robert Harrington Zentrum blieb ein Symbol für die Kraft des Wandels und die Bedeutung von Bildung und Werten. Die Geschichte von Robert und seiner Familie inspirierte nicht nur Unternehmer und Führungskräfte, sondern auch Künstler, Schriftsteller und Musiker. Ihre Werke erzählten von der Kraft des Einzelnen, von der Wichtigkeit des Handelns und von der Fähigkeit, die Welt zu gestalten. Die Ideen,
die einst in den Köpfen von Robert und Mr. Harrington begonnen hatten, wurden zu einem integralen Teil der Gesellschaft. Die Welt war eine andere geworden, nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene, sondern auch auf sozialer, kultureller und ethischer Ebene. Viele Jahre später blickten die Menschen in den Nachthimmel und sahen die Sterne, die Roberts Geschichte formten. Sie erinnerten sich daran, dass jeder Mensch wie ein Stern in der Dunkelheit sein konnte, ein Licht, das Hoffnung und Inspiration in die Welt brachte. Und so endet die Geschichte von Robert und seiner unvergesslichen Reise. Eine Geschichte, die über Generationen hinweg weitergegeben wurde, um zu zeigen, dass jeder Einzelne die Möglichkeit hat, die Welt zu verändern. Eine Geschichte, die uns daran erinnert, dass Erfolg nicht nur in finanziellen Gewinnen liegt, sondern auch in den Werten, die wir leben, und in der Art und Weise, wie wir anderen dienen. Danke, dass du diese Reise mit Robert begleitet hast. Möge seine Geschichte dich dazu inspirieren, deine eigenen Träume zu verfolgen, einen positiven Einfluss auf die Welt auszuüben und das Erbe von Wissen, Weisheit und Werten weiterzutragen. Robert und seine Familie mögen fiktive Charaktere sein, aber die Lektionen, die sie uns hinterlassen haben, sind sehr real. Die Geschichte von Robert und seiner Familie ist eine Erinnerung daran, dass das Leben nicht nur aus dem Streben nach Reichtum besteht. Es geht um persönliche Entwicklung, zwischenmenschliche Beziehungen und den Wunsch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Möge diese Geschichte dich dazu inspirieren, deine eigene Reise auf eine Weise zu gestalten, die nicht nur dich selbst, sondern auch andere bereichert. Die Geschichte von Robert und seiner Familie erinnert uns daran, dass jeder von uns die Macht hat, Veränderungen anzustoßen. Wir müssen nicht reich sein, um Gutes zu bewirken. Es reicht aus, dass wir unsere Fähigkeiten, Ressourcen und Zeit nutzen, um anderen zu helfen und einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben. In einer Welt, die oft von Herausforderungen geprägt ist, gibt uns die Geschichte von Robert eine Perspektive der Hoffnung. Sie zeigt uns, dass die Vision eines Einzelnen die Grundlage für eine Bewegung des Wandels sein kann. Jeder Schritt, den wir unternehmen, kann eine Lawine von positiven Effekten auslösen, die weit über unsere eigenen Grenzen hinausreichen. Obwohl die Geschichte von Robert hier endet, lebt ihr Einfluss weiter. Sie wird in den Herzen derjenigen fortbestehen, die von ihr berührt wurden, und wird sich in den Taten und Entscheidungen vieler Menschen manifestieren. Möge diese Geschichte dazu beitragen, dass wir uns daran erinnern, dass wir die Autoren unseres eigenen Lebens sind und die Kraft haben, die Welt zu gestalten. Und nun, da diese Geschichte zu Ende ist, beginnt deine eigene. Mögest du von den Lektionen und dem Geist von Robert inspiriert sein, während du deine Träume verfolgst und positive Veränderungen in deinem Umfeld bewirkst. Deine Geschichte mag anders sein, aber sie kann genauso bedeutsam sein, wenn du mit Herz, Integrität und Entschlossenheit vorangehst. Und so endet die Geschichte von Robert und seiner außergewöhnlichen Reise. Sie erzählt von einem Jungen, der durch die Begegnung mit einem weisen Mann namens Mr. Harrington die Kunst des Geldverdienens erlernte und gleichzeitig lernte, wie wichtig es war, den Wohlstand zu teilen und anderen zu helfen. Diese Geschichte lebt weiter in den Herzen derjenigen, die sie gehört haben, und hinterlässt einen unvergesslichen Eindruck. Die Lektionen, die Robert auf seiner Reise gelernt hat, sind zeitlos. Sie erinnern uns daran, dass der Erfolg nicht nur an materiellem Reichtum gemessen wird, sondern an den positiven Einfluss, den wir auf andere und die Welt ausüben. Diese Lektionen ermutigen uns,
nach Wissen zu streben, hart zu arbeiten und gleichzeitig Großzügigkeit und Demut zu kultivieren. Die Geschichte von Robert hat viele Menschen dazu inspiriert, in ihren eigenen Gemeinschaften Veränderungen zu bewirken. Von kleinen Akten der Freundlichkeit bis hin zu großen sozialen Projekten sind die Auswirkungen von Roberts Vermächtnis in der Welt spürbar. Menschen haben erkannt, dass sie die Fähigkeit haben, die Richtung der Gesellschaft zu lenken. Die Geschichte von Robert ist ein Vermächtnis der Hoffnung. Sie zeigt, dass selbst in den schwierigsten Zeiten ein einziger Funke des Engagements genug sein kann, um eine Lawine des Wandels auszulösen. Jeder von uns hat die Fähigkeit, die Welt um uns herum zu beeinflussen, sei es durch kleine Gesten oder große Visionen. Während die Geschichte von Robert zu Ende geht, setzt deine eigene Reise fort. Du trägst die Botschaft und die Inspiration dieser Geschichte in dir. Mögest du deine eigenen Träume verfolgen, dich für das einsetzen, was dir wichtig ist, und dabei die Werte von Integrität, Großzügigkeit und persönlichem Wachstum hochhalten. Die Welt verändert sich ständig, und du kannst ein Teil dieser Veränderung sein. Deine Handlungen, deine Entscheidungen und deine Haltung können einen Unterschied machen. Mögest du dich von der Geschichte von Robert inspirieren lassen, während du deinen eigenen Weg gestaltest und positive Spuren hinterlässt. Die Geschichte von Robert wird weiter erzählt, von Generation zu Generation. Sie wird dazu beitragen, zukünftige Führer, Unternehmer und Visionäre zu inspirieren. Sie wird Menschen daran erinnern, dass wahre Erfüllung in einem ausgewogenen Leben liegt, das materiellen Erfolg mit moralischer Integrität und sozialem Engagement verbindet. Möge die Geschichte von Robert in dir weiterklingen und dich dazu anregen, jeden Tag bewusste Entscheidungen zu treffen. Mögest du deine Einzigartigkeit erkennen und gleichzeitig die Verbindung, die du mit anderen und mit der Welt teilst. Möge diese Geschichte dich daran erinnern, dass du das Potenzial hast, einen positiven Wandel herbeizuführen.